Mein Name ist Kerstin Gedicke, ich bin 55, bin von Geburt an blind und sehe jetzt noch so hell-dunkel. Bis vor so 3-4 Jahren konnte ich auch noch Farben erkennen. Ich war auf einer Blindenschule und dann nach der 10. Klasse habe ich eine Ausbildung gemacht zur Masseurin, 2 Jahre lang. Danach habe ich dann als Masseurin gearbeitet und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass es mir nicht wirklich Spaß macht. Und habe dann nach ein paar Jahren das Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg mit Sehnen zusammen. Ja, und nach dem Abitur habe ich dann erfreut meinen Job gekündigt, meinen Masseurjob gekündigt und habe dann Sozialarbeit studiert hier in Berlin an einer Fachhochschule. Ja, nach dem Studium habe ich mich dann beworben und fand aber keine Stelle. Trotz, weiß nicht, 70, 80 Bewerbungen, keine Ahnung. Dann habe ich 3 Jahre lang als Filmbeschreiberin gearbeitet, habe die sogenannte Audiodeskription gemacht und mit 2 sehenden Frauen zusammen Beschreibungstexte für Filme geschrieben für blinde Menschen. Und wir haben dann im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gearbeitet. Ja, nach den 3 Jahren fand ich dann noch eine Stelle als Sozialarbeiterin und habe dann nacheinander bei 2 verschiedenen Vereinen gearbeitet. Erst beim Netzwerk behinderter Frauen hier in Berlin. Da habe ich behinderte Frauen beraten und Seminare geplant. Und anschließend war ich bei Ambulante Dienste. Das ist ein Verein, ein Assistenzdienst, die organisieren persönliche Assistenz für körperbehinderte Menschen. Und während der Zeit habe ich 4 Jahre lang noch eine Weiterbildung gemacht zur systemischen Familientherapeutin. Ja, und da habe ich dann aber auch gemerkt, das ist auch nicht mein Traumberuf. Ich glaube, meine Kolleginnen kamen nicht so richtig gut damit klar, dass ich blind war und haben zum Beispiel nicht so richtig verstanden, wozu ich Arbeitsassistenz brauche. Und haben dann zum Beispiel zu mir gesagt oder mir vorgehalten, ich würde mit meiner Arbeitsassistenz ja tagsüber mehr reden als mit ihnen. Das war sowas, was die zum Beispiel nicht verstanden haben, wo ich dann gesagt habe, ja, wenn ich mit der zusammenarbeite, dann muss ich halt mit der reden und absprechen. Und es geht halt nicht anders. Oder sie haben mir zum Beispiel Klienten, sozusagen Assistenznehmer gegeben, die eine extreme Sprachbehinderung hatten. Also an eine Frau erinnere ich mich da, die, wo man einfach auch, ich sag mal, das Sehen braucht, um der Gestik, Mimik, den Lippenbewegungen Dinge entnehmen zu können. Und das konnte ich halt nicht. So, und das, irgendwie hatten die kein Feeling für blinde Menschen, würde ich mal sagen. Also keine Ahnung warum, aber es war so, behaupte ich mal. Ja, ich mich dann auch gefragt habe, was kann ich eigentlich? Weil diese 2 Anstellungsverhältnisse ja nun nicht besonders, also so arbeitsmäßig lief es ganz gut, aber meinen Kollegen war es jetzt schwierig. Und dann wusste ich nicht so richtig, was kann ich, will ich jetzt machen? Die Idee war ja, was zu erzählen oder was zu machen, ein Seminar zu machen zum Umgang mit sehbehinderten und blinden Menschen. Klar, ich habe zwischendurch schon überlegt, will ich das jetzt wirklich machen? Interessiert das überhaupt jemanden oder kann ich das überhaupt? Was gehört dazu? Also mir ist dann zum Beispiel auch gar nicht eingefallen, was überhaupt dazugehört, was ich inhaltlich machen könnte. Hatte ich keine Idee. Und ja, letztendlich habe ich dann aber schon auch gedacht, ich probiere es einfach aus und fand es an sich auch eine gute Idee, weil mir im Alltag ja ganz oft Unsicherheiten nicht behinderter Menschen, aber auch Vorurteile begegnen. Und klar, darüber kann ich mich aufregen, aber mit Aufregen werde ich wahrscheinlich nicht viel ändern. Und vielleicht ändert sich ein bisschen was durch die Seminare. Die Seminare haben halt zum Thema Umgang mit sehbehinderten und blinden Menschen. Und die sind halt für sehende Menschen verschiedener Berufsgruppen. Und es geht halt also zum Beispiel erkläre ich, dass es erstmal ein Unterschied ist, ob man sehbehindert oder blind ist. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht klar. Und dann, was es überhaupt für Sehbehinderungen gibt, also wie unterschiedlich die sich auch im Alltag auswirken. Und dann geht es aber auch um, wie kommt man mit einer Behinderung klar oder eben auch nicht, also so den Verarbeitungsprozess. Aber auch, ich mache dann eben auch ganz viel zu Kommunikation. Ja, oder auch zum Beispiel bei Hotelpersonal, dass ich denen versuche zu vermitteln,
Wie können die einem blinden Gast das Zimmer beschreiben oder wie können die auch am Buffet helfen? Oder wenn es jetzt ums Museumspersonal geht, wie können die eine Führung machen in einer Ausstellung? Na, also wie beschreibt man ein Bild oder wie beschreibt man überhaupt einen Weg? Also wie kommen sie von der Kasse zur Ausstellung? So. Also je nachdem, was die Leute so, ich sag mal, brauchen oder was die auch interessiert. So breit wie ich das mache, ich wüsste nicht, dass es da jemand in Deutschland gibt. Also wenn, dann kenne ich denjenigen nicht. Also ich bin damit sehr zufrieden. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr angestellt bin. Also wobei ich jetzt nichts gegen die Teamarbeit hätte, um Gottes Willen. Aber die beiden Anstellungen, die ich hatte, die liefen ja nun nicht so toll. Und letztendlich habe ich mich also auch selbstständig gemacht, weil ich lange arbeitslos war und trotz Bewerbungen ja, keine Stelle gefunden habe und auch irgendwann mir gar nicht mehr sicher war, was kann ich denn noch? Oder was wird auch rein praktisch funktionieren? Und ja, ich finde es einfach wichtig, was zu machen, was einem auch richtig Spaß macht. Also wo man auch wirklich dahinter steht, wo man wirklich, also man verbringt mit der Arbeit einfach viel Lebenszeit und ich finde es wichtig, ja, nicht irgendeinen Job zu machen, um nur Geld zu verdienen, sondern wirklich ja, was zu machen, was einem auch Spaß macht. Weil, also ich zumindest hänge mich da ganz anders rein, ich engagiere mich da ganz anders, als wenn es jetzt nur irgend so ein oller Job wäre, auf den ich keine Lust hätte. So. Und wenn man eine Idee hat und einen Traum, und dann sollte man unbedingt auch versuchen, den umzusetzen, finde ich. Ich kann mir die Zeit selbst einteilen. Was ich aber auch sehr schätze, ist, dass ich mittlerweile das auch echt so mache, dass ich Aufträge annehme oder eben auch nicht. Also das habe ich mir früher natürlich nicht erlaubt. Früher habe ich gedacht, ich muss alles annehmen, alle Anfragen und so. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also das, ja, da wähle ich dann schon aus. Und, ja. Also wenn, gut, das ist schon ein paar Jahre her, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, wir zahlen Ihnen den Volkshochschulsatz mit 20 € die Stunde, dann sage ich, okay, ich nicht. Also dann suchen sich bitte jemand anders. Also ich weiß, dass Berufsfachschulen, zum Beispiel jetzt Krankenpflege oder Altenpflege, die können nicht viel bezahlen. Das finde ich auch okay und für die mache ich dann auch gerne Seminare, wenn die Teilnehmer interessiert, motiviert sind. Aber wenn ich jetzt Auftraggeber habe, was ich, ein 4-Sterne-Hotel oder so, wo ich weiß, ja, also die können auch was bezahlen, dann, ja, dann hätte ich da eben auch gerne mehr Geld als bei Berufsfachschulen. So. Also ich habe dann, als ich gedacht habe, ich will mich selbstständig machen, ich weiß gar nicht mehr woher, irgendwie erfahren, dass es Enter-Ability gibt. Das ist ein Integrationsfachdienst, die unterstützen behinderte Menschen, die sich selbstständig machen wollen oder auch die selbstständig sind und bieten sowohl Seminare an, also zum Beispiel zu Steuerrecht oder zu Buchführung oder Marktforschung, Ideenentwicklung, was weiß ich, bieten aber auch Einzelberatungen an. Also eine Idee entwickeln, Businessplan. Also ich konnte mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, einen Businessplan zu erstellen. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht hingekriegt. Genau. Und da haben die mich halt ja, viel unterstützt. Ich arbeite als Arbeitsassistenz und mache das jetzt ungefähr seit einem Jahr. Ja, Chefin ist schon die richtige Formulierung. Also das ist schon das Verhältnis quasi. Ich bin die Assistentin und sie sagt, was sie braucht und wo es lang geht. Wie das Wort schon sagt, ist tatsächlich alles, was im Kontext Arbeit anfällt. Genau, wo ich dann Sachen übernehme. Frau Gedeke jetzt aufgrund der Erblindung quasi nicht machen kann. Und das sind aber auch sehr unterschiedliche Sachen und das ist dann meine Aufgabe. Es kann sein, dass die Leute interessiert sind, es kann auch sein, dass die Leute abgelenkt sind und das wäre jetzt was ich rückmelden würde. Oder wenn vielleicht ganz erstaunte Gesichter sind oder so Ratlosigkeit, Dinge, die man jetzt nicht hören kann, dass ich das zurückmelde, damit Frau Gedeke da auch darauf reagieren kann und sagen kann, okay, jetzt da möchte ich gerne noch mal was zu sagen oder muss vielleicht was erklären. Und dann sind es zum Teil technische Sachen, jetzt weiß ich nicht, eine PowerPoint zeigen oder irgendwie den Beamer einstellen oder Ton oder irgendwas am Laptop.
Es sind auch manchmal Recherchetätigkeiten, wenn es darum geht, bestimmte, genau, vielleicht wenn man ein neues Thema vorbereiten möchte, da nochmal gezielt zu irgendwas zu recherchieren oder dann vielleicht eher nochmal Sachen zu formatieren, also bei allem, wo es um optische Sachen geht, um Grafiken, da was Passendes auszuwählen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, auf jeden Fall. Also das war schon ein guter Weg, weil ich schon denke, dass ich stelle jetzt nicht die Welt auf den Kopf, das ist mir schon klar, aber vielleicht kann ich ein paar Leute dazu animieren, über ein paar Dinge nachzudenken, also wie sie zum Thema Behinderung stehen oder wie sie mit behinderten Menschen umgehen. Vielleicht ein bisschen so, dass sie sich selbst ein bisschen hinterfragen. Und es hat mich natürlich auch weitergebracht. Also weil durch die Seminare habe ich halt auch gemerkt, dass ich eben auch was kann. Und dass es auch was ist, was auch andere interessiert. Und dass es auch gut funktioniert. Also weil ich in der Regel schon auch eine positive Rückmeldung kriege, also wo die Leute sagen, sie fanden es interessant und können jetzt Dinge besser nachvollziehen und ja, finde die praktischen Übungen natürlich auch gut. Und ja, so versuche ich halt ein bisschen was für ein besseres Verständnis zu erreichen.